Ich habe keinen Bock. Das ist so richtig gar nicht. Ein bisschen vorsichtig und mit Geduld und dann geht das, glaube ich, auch schon. Bin ich zu dem Schluss gekommen, das können wir so nicht lassen. Wenn man da nicht aufpasst und das nicht richtig gesehen hat, dann bricht man da auch schon mal schnell was raus. Alles in allem ist das gar nicht so schwer. Ein paar Sachen wollen wir sowieso verändern an der Kabine. Und von daher sind wir auch mega froh, dass X4 Quadrat für uns diese Kabine baut. Das nächste größere wird dann aber der Umbau der Druckluft sein. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Blue Sky Home. Das letzte Video ist ja ein bisschen her. Vielen Dank auf jeden Fall für die Geduld von euch. Wir brauchen im Moment ein bisschen länger, um diese Videos zu produzieren, um halt auch die Inhalte zusammenzubringen. Es muss ja auch ein bisschen was passieren, damit wir was zeigen können. Apropos passieren, was ist jetzt zuletzt passiert am LKW? Zuletzt war es ja die Feuerwehrelektrik, die ich entfernt habe, und dieses System mit den Klebestreifen und der Markierung. Das hat gut funktioniert. Ich habe wirklich sämtliche Elektrik rausgekriegt. Ist auch ein bisschen fummelig, gerade wenn es zum Beispiel an diese Relais hier geht. Das wusste ich vorher nicht. Ich hätte das nicht gedacht. Das sind ganz normale Bosch-Relais, wo man denkt, naja, das ist halt irgendwie direkt nur fürs Fahrzeug, aber der Aufbauhersteller hat sich da dann halt direkt mit drauf geklinkt. Also zum Teil sind Relais vom Fahrzeug, also mit Kabeln vom Fahrzeug belegt und gleichzeitig halt auch von der Feuerwehrelektrik. Und da muss man halt gucken, dass man dann aus diesen Steckpositionen die Stecker rauszieht, die nur für die Feuerwehrelektrik sind. Das war nochmal so ein kleiner Zitterpunkt, sage ich mal, aber eigentlich auch kein Problem. So. Der einzige Moment, wo ich dann doch am Zweifeln war, war in dem Moment, wo ich dann die Zündung angemacht habe und geguckt habe, okay, ist noch alles in Ordnung, so wie es soll. Und die ABS-Leuchte leuchtete nicht mehr. Normalerweise muss sie leuchten, und zwar so lange, bis der LKW ungefähr 15 km/h fährt, dann geht sie aus und sie leuchtet halt gar nicht mehr. Da dachte ich so, das wäre jetzt ja doof, wenn der Aufbauhersteller sich da irgendwie ans ABS mit rangeschaltet hätte. Und ich hatte erst überlegt, warum, was wäre ein Grund dafür? Hat das mit der, weiß ich nicht, Pumpe zu tun, wenn er irgendwie in den Nebenantrieb schaltet oder so? Dann habe ich ein bisschen gesucht und ja, am Ende war es dann nur die Lampe, also die Lampe in dem Cockpit von dieser Anzeige, dieser Stecker, der ist hinten rausgerutscht. Klar, man fässt halt viel an und dann kann sowas dann auch mal passieren. So, also lange Rede, kurzer Sinn, es ist alles in Ordnung. Es war überhaupt kein Problem, die Feuerwehrelektrik so zu entfernen. Es gab ja auch ein paar Rückmeldungen von euch, da Bedenken, ob das alles so gut geht. Klar, für die Leute, die sich das jetzt nicht zutrauen, da direkt ranzugehen, kann ich das verstehen irgendwie, dass dann das eher dem Elektriker überlassen wird. Für mich war es einfach, weil ich mich vorher auch schon mit dieser Fahrzeugelektrik auseinandergesetzt hatte in dem alten Fahrzeug, und ich war mir sehr sicher, dass warum sollte irgendwas am Ende nicht mehr funktionieren, wenn ich eigentlich von den Verbrauchern des Aufbaus, also des Feuerwehraufbaus, ausgehe, also alles, was Pumpe ist zum Beispiel, und diese Kabel dann bis nach vorne nachverfolge. Warum sollte irgendwas dann von der eigentlichen Fahrzeugelektrik dann beeinträchtigt werden? Das ist natürlich noch nicht das letzte Thema bezüglich Elektrik, noch ein bisschen was ist noch zu tun. Und zwar haben wir noch das Thema Flammstartanlage, die funktioniert noch nicht. Ich kann auch nicht sagen, woran das liegt. Ich weiß aber, dass es verschiedene Steuergeräte gibt. Wir haben noch das alte Steuergerät, die neuen Steuergeräte, also neueren Versionen, die haben hier noch einen Diagnoseport und die sind nicht so empfindlich. Habe ich zumindest so jetzt herausgelesen. Das ist auf jeden Fall noch ein Thema. Ein weiteres Thema ist, das hatte ich auch schon ein paar Mal gesagt, die Lichtmaschine von diesen Baujahren, die haben Probleme mit den Kabeln dort. Und das sind Kabel, die vorne an der Lichtmaschine sind, sich aber auch bis in den Kabelstrang hier vorne fortführen. Habe ich auch noch nicht identifiziert, welche Kabel das sind, muss ich auch noch machen. Ja, und dann halt natürlich, was sonst noch so elektrisch neu angeschlossen werden muss, Arbeitsleuchten, die hier noch rein müssen, Tankschalter, also die Umschaltung. Ich würde ganz gerne die Tankanzeige, die wir haben, benutzen für beide Tanks, sodass ich dann zwischen diesen Tankgebern umschalten kann. Das sind so Kleinigkeiten.
So, mal sehen, vielleicht noch das eine oder andere Gimmick. Was ist noch seit dem letzten Video passiert? Der Hilfsrahmen wird ja quasi neu gebaut, also umbauen kann man das gar nicht mehr nennen, weil das Festlager hinten sein muss. Dafür musste ich die Schutzbleche, die vorderen, umbauen, weil das so nicht gepasst hat. Ich konnte glücklicherweise den vorhandenen Träger einmal umdrehen und eine Position finden, wo ich das vernünftig anbringen kann, dass auch genügend Abstand zu den Reifen besteht. Gleichzeitig habe ich sie ein bisschen weiter runtergesetzt, damit ich entsprechend dann für die Kabine, wenn die sich bewegt, Platz habe. Das ist übrigens so der Aufbau hier, sozusagen der Testaufbau mit den Holzblöcken, so hoch wird der Hilfsrahmen werden. Und das ist so das Ende der Kabine, der Wohnkabine. Das sind 20 cm Platz zum Fahrerhaus. Laut Aufbaurichtlinie müssen das mindestens 19 sein. Von daher passt das so. Was ich ganz cool finde, ist, dadurch, dass es eine Feuerwehr war und ich die halt abgerüstet habe, also auf meine Weise abgerüstet, alles auseinandergebaut und geflext und so, und habe halt Material nochmal zusätzlich rausgeholt, so wie zum Beispiel jetzt diese Tränenbleche. Das kann man immer ganz gut dann nochmal wieder gebrauchen für sowas, um sich irgendwie Halter zu bauen oder eben halt solche Verstärkungen wie das hier. Das bezahlt man sonst recht teuer, wenn man es dann irgendwo bestellt. Ne? Finde ich irgendwie cool, so alte Sachen wieder zu verwenden. Ja, was musste ich noch machen? Ich musste den Halter, weil hier oben muss noch ein Halter ran, der letztendlich hier mit dem Stoßdämpfer verbunden ist, wo der Stoßdämpfer gehalten wird. Den musste ich etwas einkürzen, dass dann hier das Schutzblech auch noch mit befestigen kann. Dann habe ich ihn hier durchgetrennt, einmal was rausgeschnitten, wieder angeschweißt, also gepunktet. Momentan schätze ich meine Schweißfertigkeiten nicht so gut ein, dass ich es vernünftig zu Ende schweißen kann. Deswegen werde ich es wahrscheinlich zu einer Schmiede bringen und dann einmal vernünftig eine Schweißnaht rumlegen lassen. Die hinteren Schutzbleche habe ich auch einmal umgebaut. Das passte jetzt auch nicht so hundertprozentig vom Renault jetzt zum Mercedes. Ich meine, gut, kann man ja auch nicht erwarten. Musste ich nur neue Löcher bohren. Wo ich darauf achten musste, ist halt, dass natürlich die entsprechend hoch angesetzt werden, also hoch eingebaut werden, weil der federt dann ja noch ein bisschen ein, wenn die Kabine raufkommt, also wenn er Gewicht kriegt. Und später, dass er dann noch genügend Federweg hat. Genau, insgesamt 15 cm Federweg muss ich hier einberechnen. Das wäre der maximale bis zum Anschlag. Ob ich das wirklich so mache oder ob ich dann halt den Anschlag nochmal verändere, das muss ich dann nochmal sehen. Ja, momentan ist ja so ein bisschen so die Phase, dass man noch nicht so viel sieht, was jetzt am LKW gemacht wurde. Das hat dann damit zu tun, dass ich unheimlich viel damit beschäftigt bin, zu planen, zu messen, wieder zu planen. Also es ist immer ein Hochlaufen zum Computer, die neuen Erkenntniszeichnungen einbringen, wieder runterlaufen, neu messen, gucken, passt das nicht. Und das nimmt halt unheimlich viel Zeit weg. Und vor allen Dingen auch dann, wenn ich dann Bestellungen halt auslöse, das muss halt dann auch sitzen. Und nicht jeden kleinen Kleckerkram dann bestellen, sondern sozusagen größere Bestellungen zusammenfassen, weil das am Ende richtig nachher ins Geld geht. Ich denke, diejenigen, die selber auch schon ein Fahrzeug gebaut haben, die können mir dabei pflichten, dass wenn man dann anfängt, irgendwie für jede Schraube nachher zum Baumarkt zu fahren, dann wird es richtig teuer. Also besser halt gucken, was braucht man halt so insgesamt. Dann einmal eine große Bestellung aufgeben, vielleicht mit ein bisschen mehr Sicherheit, dass man, keine Ahnung, mal einfach 20 Schrauben mehr bestellt. Tut dann ja nicht so viel weh, wie, sag ich mal, dann noch zweimal nachbestellen und dann die Versandkosten dazu bezahlen. Ne? So. Außerdem wird es halt bei den Stückmengen, also je größer die sind, und desto günstiger wird das dann auch insgesamt. Was mich richtig beschäftigt hat, war zuletzt jetzt die Druckluftanlage, diese Drucklufttanks hier. Die Originalen, die will ich möglichst beibehalten. Ich will keine neuen Tanks einbauen, weil das hat so ein bisschen damit zu tun, never change a running system ist das eine, das andere, die sind noch gut erhalten. Und das dritte ist neue Tanks. Ich habe mich damit beschäftigt, man kriegt genau die so ohne weiteres sowieso nicht. Man müsste dann Tanks nehmen, eventuell mit einem größeren Umfang, aber das passt dann auch nicht so ganz so gut in den Rahmen hier rein. Zumindest nicht mit dem Plan, so wie ich mir das gedacht habe, weil wir hier in den Rahmen auch noch einen Abwassertank mit einbringen wollen. Ich muss irgendwie einen Weg finden, diese Tanks da reinzukriegen. Ich habe einen Weg gefunden, ich muss Halter dafür bauen und die Arbeit, die ich mir bis jetzt schon gemacht habe, ist, dass ich mir die Wege aller Schläuche angeguckt habe und markiert habe, genauso wie jetzt bei der Elektrik, mir angeguckt habe, okay, wo kommt dieser Schlauch her? Ist das jetzt von Kreis 1, Kreis 2, Kreis 3?
wo an welchem Ausgang vom Vierkreisschutzventil sitzt das und wo geht es halt hin. Und damit kriegt man einen ganz guten Überblick über die Druckluftanlage und weiß dann, wie wo was rangehört. Mir hilft es halt auch, dann den LKW zu verstehen. So, mein Ziel ist sowieso, das gleiche Verständnis für den Mercedes zu bekommen wie jetzt für den Renault. Den Renault kannte ich in- und auswendig am Ende. Ich wusste, wo was ist. Wenn irgendwo ein Problem vorlag, wusste ich eigentlich ganz genau, wo ich hingucken musste. Und genau dasselbe will ich eigentlich hier auch erreichen. Da muss man sich halt damit beschäftigen und es lohnt sich am Ende auch. Das kann ich nur jedem empfehlen. Setzt euch damit auseinander. Es ist gar nicht so schwer, wie man denkt. Guckt euch einfach jede Leitung im Einzelnen an. Von wo startet sie, wo geht sie hin, was ist dieses Bauteil. Eigentlich haben alle Bauteile Nummern drauf. Macht ein Foto davon, geht an euren Rechner, gebt die ein, guckt, was ist das. Und dann versteht man auch eigentlich, was dahinter steckt. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Druckluftanlage von dem Mercedes wesentlich komplexer ist als die von dem Renault. Gut, sind ja auch 10 Jahre Entwicklungszeit dazwischen. Ist aber trotzdem interessant. Also es ist sind wesentlich mehr Ventile noch dran, die irgendwie noch eine Funktion haben. Also alles habe ich auch noch nicht durchdrungen. Da bin ich auch noch dabei, das alles mir anzugucken. Also jetzt hier zum Beispiel, das ist einfach nochmal ein Druckregelventil, was nochmal irgendwie den Arbeitsdruck irgendwie einstellt. Warum und weshalb, kann ich aber nicht sagen. Insgesamt ist diese Anlage, hatte ich auch schon erwähnt, irgendwie ein Sonderfall von der Feuerwehr. Insgesamt hat die Druckluftanlage von dem Mercedes 917 30 Liter pro Kreis, also insgesamt 60 Liter. Also Kreis 1 hat 30, Kreis 2 hat 30. Es gibt aber keinen weiteren Luftbehälter für Kreis 3, also für die Feststellbremse, oder Kreis 4 für jetzt Anhängerbetrieb oder alle weiteren Verbraucher, jetzt Schwingsitz zum Beispiel oder so. Das hat der nicht. Das war beim Renault irgendwie anders. Der hatte wesentlich weniger Luftreserve gehabt. Ist auch noch wichtig zu wissen, wenn man die Druckluftanlage umbauen will, sich neue Tanks kauft, man darf nicht das Volumen verändern. Also man darf es nicht kleiner machen. Ich darf jetzt nicht irgendwie statt irgendwie 30 Liter pro Kreis irgendwie nur 20 Liter einbauen, weil das irgendwie in den Fahrzeugrahmen irgendwie nicht reinpasst. War auch noch ein weiterer Grund, warum ich das irgendwie unbedingt hinkriegen wollte, dass ich die in den Rahmen gebaut bekomme. Was auch noch jetzt gemacht werden muss, ist der Kompressor. Den werde ich einmal überholen, und zwar im eingebauten Zustand. Also das ist ein Versuch, dass ich den Kompressor nicht komplett auseinanderbauen muss oder abbauen muss, wo dann ja auch die Servopumpe für die Lenkung dran ist. Das ist dann immer noch schon auch so eine Sauerei, weil man dann irgendwie das Hydrauliköl, ein bisschen was wird abgelassen, das muss man wieder auffüllen, das muss wieder zusammengeschraubt werden, man muss es auffangen. Irgendwie saugt man dann doch den ganzen Motor ein. Ich habe auf jeden Fall den Tipp aus dem LN2-Forum bekommen, dass man den Kompressor auch im eingebauten Zustand reparieren kann, wenn man nur die Laufbuchse und den Kolben austauschen will und alles, was da drüber ist. Warum will ich das machen? Ein Punkt ist hier, das ist das, jetzt kommt da nichts mehr raus, haha, Vorführeffekt. Als wir den gekauft hatten, das ist hier das Druckregelventil, und ja, das ist so ein bisschen schmodderig drumherum. Ein bisschen Ölnebel ist nicht so schlimm, sage ich jetzt mal. Es ist sowieso so eine Glaubenssache, denke ich mal. Was ist viel, was ist nicht was viel? ist zu viel Motoröl und was geht noch. Ich denke, einige Trucker haben eine andere Meinung als ich jetzt. Die würden das wahrscheinlich nicht machen. Mir geht es aber darum, dass die Bremsanlage eben kein Motoröl im System hat. Weil ich mir da irgendwie schon ein bisschen Sorgen drum mache, um die Ventile, um die Kunststoffteile, die da drin sind, also um die Dichtringe, dass die dann irgendwann mal nachgeben oder aufgeben. Also alles, was da drin verbaut ist, wird sowieso motorölresistent sein. Dafür gibt es auch Kunststoffe, die das können. Aber resistent heißt, dass sie das entsprechend eine Weile gut abkönnen. Wie lange diese Weile ist, kann ich jetzt nicht sagen. Der ist jetzt 30 Jahre alt und das Bremssystem funktioniert immer noch, ne? Nur mal so nebenbei. Ich will halt auf Nummer sicher gehen. Ich habe halt herausgefunden, als wir den gekauft hatten und ich da hier unten in den Schnorchel vom Druckregelventil reingefasst hatte, jetzt ist es nur so ein bisschen schmierig. Das war richtig viel Motoröl, was ich rausgeholt habe. Jetzt ist da nicht so viel. Naja, ich habe eine Lufttrocknerpatrone, eine neue eingebaut, und die gibt es auch mit Ölabscheider. Vermutlich tut sie gerade ihr Dienst, dass da jetzt nicht mehr so viel Öl drin hängt. Was ich auch noch rausgefunden hatte, also der hier ist jetzt sozusagen nicht das einzige Indiz. Das weitere Indiz war halt hier an dem Entwässerungsventil. Wenn ich da
das entwässert habe, also so ein bisschen das Wasser rausgelassen habe. Jetzt ist da nichts mehr wirklich drin. Aber es kam halt Wasser-Öl-Emulsion mir da entgegen und naja, das heißt, Öl ist schon in den Drucklufttanks. Wenn das in den Drucklufttanks ist, ist es dann halt auch schon im 4-Grad-Schutzventil und womöglich dann halt auch in den anderen Bereichen. Mir ist das ein bisschen zu viel. Ich hatte bei dem Renault ja damals auch den Kompressor überholt auf die gleiche Art und Weise. Und danach waren 30.000 Kilometer sind wir gefahren und es war immer noch trocken. Also auch dieses Druckregelventil war nach wie vor trocken. Wir haben uns ja bewusst für einen kurzen Radstand entschieden. Unser Mercedes hat jetzt einen Radstand von 3,5 Meter. Der Renault hatte ja 2,85 Meter. Das hatten wir euch ja auch schon im letzten Video erklärt, warum. Also das würden wir auch nicht missen wollen. Es hat aber auch seine Herausforderungen. Und zwar, das, was wir ja auch noch einbauen werden, sind ja die Dieseltanks. Also einer ist jetzt dran, aber ein zweiter kommt noch dran. Und wir wollen noch zusätzliche Staukisten anbringen. Wir hatten beim Renault einfach zu wenig Stauraum um den LKW rum, sag ich mal, außen am LKW dran. Das soll sich hier ändern. Außerdem brauche ich ja auch noch einen Batteriekasten. Das System, was wir bei dem Renault hatten mit dem Batteriekasten, dass die Staukiste im Prinzip der Batteriekasten ist, das werde ich auch hier bauen. Das hat sich irgendwie bewährt, das fand ich gut. Nur eben halt mit einer besseren Halterung. So. Also die Herausforderung ist halt der kurze Radstand, weil man hier wirklich bis auf den Zentimeter genau gucken muss, messen muss, wie passt da wo was hin. Auch im Hinblick darauf, wenn man Staukisten bestellt, lässt man sich Staukisten anfertigen nach seinen Wunschmaßen, wird das unvergleichlich teurer. Also muss man halt gucken, dass man irgendwie das so hinbauen kann, dass man Standard-Staukisten kaufen kann. Das sind dann meistens Staukisten, die von der Länge, Breite, Höhe genau die gleichen Maße haben. Also jetzt in dem Fall würde ich jetzt hier soll eine Staukiste hinkommen und die wird 60 x 60 x 60 sein. Damit das alles auch richtig passt und hier im Prinzip dann auch eine gute Linie am Fahrzeug entsteht, wo jetzt irgendwie nicht der Tank ein bisschen weiter rausguckt und die Staukiste ein bisschen weiter rein, habe ich überlegt, um das vernünftig zu überbrücken, halt an den Tankhaltern so zusätzliche Konsolen bauen lasse. Also die lasse ich mir jetzt gerade anfertigen. Das sind Abstandhalter für die Tankkonsolen. Und die werde ich halt hier in das Lochbild des Rahmens entsprechend integrieren. Also die sind so gebaut, dass das genau auf dieses Lochbild passt. Das hat auch den Vorteil, dass wenn ich hier jetzt so eine Konsole, die jetzt zum Beispiel hier sitzt, wenn ich die hier ranbaue, dass ich dann ein bisschen mehr variieren kann mit den Tankhaltern. Also dass ich sozusagen da, wenn ich ein bisschen einen Zentimeter nach links oder nach rechts muss mit den Tankhaltern, dann ist das kein Problem. Dann muss ich mich nicht so nach dem Lochbild richten, weil das ist eher die Herausforderung dann, wenn das Lochbild nämlich gerade nicht passt und der Tank muss aber genau zwischen zwei Löchern hin, dann hilft halt so ein Abstandshalter, mit dem man so ein bisschen die Position dann selber variieren kann. Zusätzlich hat es den Vorteil, das ist jetzt alles ein bisschen theoretisch, ich zeige euch das noch. Wenn die da sind, zeige ich euch, wie das aussieht. Zusätzlich hat es den Vorteil, dass wenn ich diese Abstandshalter hier ranbaue, die sind halt mit 4 Schrauben befestigt, mindestens. Und da wird halt die Kraft, also die Kräfte durch das Gewicht des Tanks, werden dann ein bisschen besser auf den Rahmen verteilt. Was muss man noch beachten? Da muss dann jeder auch so ein bisschen selber in seine Aufbaurichtlinie für den LKW gucken. Die Aufbaurichtlinie dieses LKWs, und das wird wahrscheinlich bei allen LKWs, bei allen anderen LKWs in diesen Baujahren genauso sein. Eigentlich muss man einen Seitenunterfahrschutz einbauen und es darf maximal 30 cm zwischen Reifen und dem Unterfahrschutz bestehen. Ich bin da auch im direkten Austausch mit der Prüferin, würde ich euch auch empfehlen. Also alles, was ihr irgendwie dann an eurem Fahrzeug umbauen wollt, geht gleich direkt auf euren Prüfer, Prüferin zu und macht mit denen das Projekt gemeinsam. Immer irgendwelche Änderungen, die ihr vorhabt, gleich absprechen. Passt das so, geht das so, kann ich das so machen? Weil ich habe zum Beispiel vor, ich möchte halt keinen Seitenunterfahrschutz einbauen. Es muss aber, die Aufbauten müssen das aber hergeben, dass sie wie ein Seitenunterfahrschutz funktionieren. Und da gibt es halt bestimmte Richtwerte, Richtlinien dazu und da hat sie mich auch darauf aufmerksam gemacht. Daraufhin habe ich mir nochmal die Aufbaurichtlinie angeguckt. Zum Beispiel müssen die Aufbauten mindestens, also dürfen maximal 55 cm zum Fußboden Platz lassen. Ja, und das mit den Reifen hatte ich schon gesagt. Mir ist bewusst, dass das alles natürlich sehr, sehr technisch ist und für die Reisebegeisterten unter euch ist das überhaupt nichts. Ich verstehe das auch und diejenigen, die trotzdem weiter gucken,
Also vielen Dank dafür, dass ihr da weiter durchhaltet. Diejenigen, die sagen, ist jetzt nichts für mich, ich schalte wieder später ein, wenn ihr wieder am Reisen seid, ist auch in Ordnung, überhaupt kein Problem. Mir geht es jetzt einfach nur darum, dass alles, was ich jetzt hier auch an dem LKW gelernt habe und weiterhin lerne, ich möchte das halt irgendwie weitergeben und irgendwie auch ein Beispiel dafür sein, dass man auch, wenn man nicht aus diesem Bereich kommt, ich komme nicht aus dem Fahrzeugbaubereich, man kann sich da reinfuchsen, das geht. Ich mache jetzt den Kompressor. Das hatte ich ja schon mal bei dem Renault damals gemacht, als ich bei Sebastian in Berlin in der Werkstatt war. Und damals hatte ich ja den kompletten Kompressor auseinandergebaut. Also wirklich ausgebaut, abgebaut, mehr gemacht, als wahrscheinlich notwendig gewesen wäre. Vom Abbauen her jetzt. Weil ich habe ja auch nur die Laufbuchse erneuert und den Kolben. Mehr habe ich ja damals auch nicht gemacht. Ich habe im Prinzip die Servopumpe abgebaut, das Servoöl abgelassen und alles, ne? So. Und diesen Aufwand wollte ich halt nicht wieder betreiben. Und jetzt habe ich einen Tipp bekommen, dass man den Kompressor auch im eingebauten Zustand so überholen kann. Also wenn man jetzt nur diese Teile hier ersetzen will, wenn man jetzt irgendwie das Lager, jetzt das Pleuelager ersetzen muss oder den Dichtring, den Wellendichtring, dann geht es natürlich nicht. Ne? Ja, es ist so wie mit jeder Reparatur so. Ich habe das zwar schon mal gemacht und ich weiß auch, was ich zu tun habe. Es ist aber auch schon ein bisschen länger her. Was habe ich letztendlich zusätzlich noch? Den kompletten Dichtsatz. Da ist sogar der Wellendichtring dabei, aber den brauche ich jetzt nicht. Dichtmasse, man braucht die, soweit ich das gelesen habe, um diesen Bereich nochmal zusätzlich abzudichten. Ich habe eine Ölkanne dabei, um entsprechend, nachdem ich dann den Kolben und die Laufbuchse sauber gemacht habe, trotzdem dann wieder richtig schön mit Motoröl einzuschmieren, damit es beim Einsetzen dann auch richtig schön saugen, schmatzend reingeht, so sagt man so schön. Genau, Silikonentferner, man kann auch Bremsenreiniger nehmen. Und ich habe mir zusätzlich dieses Spannset für die Kolbenringe bestellt. Es ist jetzt nicht besonders teuer, aber jetzt auch nicht das billigste. Hier hatte ich halt darauf geachtet, dass entsprechend hier drin, also hier in den Flächen, hier drin nichts Scharfkantiges ist, weil da wird letztendlich der Kolben mit den Kolbenringen durchgleiten. Das war nicht nicht bei allen Sets so. Ich hatte mir vorher ein anderes Set bestellt und da hätte man im Prinzip einen noch kaputteren Kompressor repariert, als die ja schon vorher war. Also, naja, China-Knaller halt, ne? Wobei, das kommt auch aus China, aber unter anderen Namen. Also BGS zum Beispiel kennt ja vielleicht auch der eine oder andere. Ist jetzt auch nicht das teuerste und beste Werkzeug, aber eigentlich, sag ich mal, für den normalen Gebrauch immer noch gut genug. Die bieten das hier unter eigenem Namen halt auch an.
Hört sich gut an. Jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell er den Druck aufbaut. Sehr gut. Ja, das ist schon fast auf Druck. Sehr schnell. Ich werde jetzt nochmal gucken, ob hier eine Undichtigkeit ist mit Spüliwasser und dann ist alles gut. Läuft. So, der Kompressor ist dicht. Das war beim Renault damals nicht so. Da musste ich nochmal nachziehen und hatte Sorge, dass ich da die Kopfschrauben irgendwie überdrehe, bis der dann endlich dicht war. Naja, nö, also bin zufrieden, hat gut geklappt. Das Einzige ist, so im eingebauten Zustand ausbauen. Ja, man muss die Flanschschrauben, also da wo der Kompressor an dem Motorblock angeschraubt ist, die muss man schon lösen und leicht abheben, weil da kommt man sonst nicht dran vorbei an diesen Stutzen, die da drin sind. Dann kriegt man die Laufbuchse nicht rausgehoben. Aber das war dann auch okay. Ab da war es dann irgendwie schon auch, na, Routine würde ich jetzt nicht sagen, aber ich wusste, was ich zu tun hatte. Und da hat mir das mit Sebastian damals, als wir da in der Werkstatt in Berlin bei ihm den Kompressor gemacht haben, das hat mir schon sehr geholfen. Was es jetzt die Altteile angeht, also ich behalte die jetzt noch. Man hat ja gesehen, dass der oben auf dem Kolben, als ich den Kopf runter hatte, Öl hatte. Da konnte man sehen, dass er halt Öl fördert. Ich als Laie konnte jetzt nicht erkennen, wo jetzt da sonst noch ein Schaden gewesen wäre an dem Kompressor. Da waren keine Riefen drin. Der Kreuzschliff war noch komplett intakt. Der hat keinen Staub gehabt, also keinen Staubschaden gehabt. Keinen Fresser gehabt. Nichts. Also dieser Kompressor, wenn der jetzt nicht das Problem gehabt hätte mit dem Öl, der wäre noch ewig lange gelaufen, genauso wie jetzt der Motor. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Für mich ist es jetzt ein gutes Gefühl, dass ich es trotzdem getauscht habe und natürlich hoffe ich, dass dann wirklich das Öl dann auch richtig wegbleibt. Man weiß ja immer nicht, auch wenn man jetzt so Neuteile kriegt und dann ist es dann aus dem Zulieferbereich und dann auch nicht so, naja, es ist ja ein türkisches Fabrikat, ich will das gar nicht schlecht reden, aber die üblichen Verdächtigen, von denen man sonst so die Teile erwartet, die Teile gibt es halt nicht mehr und Waden oder Waden, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, kennt man halt als Teilehersteller irgendwie nicht. Wird sich zeigen. Auf mich hat das eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht. Der Kreuzschliff war ein bisschen schwächer, muss ich sagen. Das hat mich ein bisschen gewundert. Muss jetzt nicht schlechter sein, weil je weniger Kreuzschliff drin ist, desto weniger Öl kommt dann halt auch mit. Ne? So. Wenn er ganz weg wäre, wäre schlecht, weil dann ist die Schmierung dann auch weg. Aber so jetzt mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Läuft gut, hört sich gut an. Top.
Heute steht der Umbau der Druckluftanlage an. Es ist endlich soweit. Lange darauf hingearbeitet. Ich habe mir dafür Halter gebaut, weil die Drucklufttanks hier, ja, will nicht. Die Drucklufttanks, die großen Torpedos hier, die müssen in den Rahmen. Und es ist gar nicht mal so viel Platz in dem Rahmen. Das ist eine ganz knappe Nummer. Aber nach langem Hin- und Hermessen habe ich herausgefunden, das sollte passen. Ich habe Halter gebaut, wo die Drucklufttanks rangeschraubt werden. Habe ich übrigens aus den Resten der Feuerwehr gebaut. So ist die Grundidee. Also Halter um den in den Rahmen reinzuschrauben. Das sozusagen wie eine Quertraverse und da werden dann die Tanks drunter geschraubt. Für diejenigen, die sich fragen, was das jetzt eigentlich für ein System hier ist, es bewegt sich hier auch, das kennt man ja eigentlich von den älteren LKWs nicht so. Normalerweise eher so die Schneidringverschraubung, das nennt sich FOS 230 und die kann man eigentlich relativ einfach lösen, indem man diese Überwurfmutter, komme jetzt nicht drauf, diese Überwurfmutter hier löst. Die sind auch gar nicht sehr fest gedreht oder so, man muss das also irgendwie nicht mit massiv Drehmoment festziehen, ist auch aus Messing das Ganze. Man schraubt im Prinzip diese Überwurfmutter raus und dann ist da drin ein Dorn mit einem Clip. Den Clip muss man abnehmen und dann kann man das Ganze rausnehmen. Leichter als ich dachte, aber es war gar nicht mehr so einfach, den da jetzt irgendwie kontrolliert runterzukriegen, ohne dass er mir auf die Füße fällt. Das Problem ist bei denen jetzt gewesen, die wurden halt durch ein Spannband gehalten und nicht irgendwie separat jeder sein eigenes Spannband. Genau, und jetzt muss ich gucken, dass ich die da irgendwie reinkriege. Schon knapp da. Ich muss das so sitzen. Ja. Ordentliche Kavenzmänner hier. Heute ist kein guter Tag. Es gibt gute und schlechte Tage, aber heute ist kein guter Tag. Aber das hat man auch mal, ne? Die Drucklufttanks sitzen so jetzt ganz gut. Das ist eng, aber es passt. Und jetzt werde ich noch einmal dieses Profil hier, was auf den alten Trägern drauf ist, einmal auf die neuen Träger draufschweißen und dann ja, alles wieder zusammenstöpseln. Ne? Ich weiß, ich habe noch ein bisschen mehr zu schweißen, so im Hinterkopf sind da so einige Projekte sozusagen im LKW, die mir da noch einfallen und jedes Mal dann dafür zu einer Schweißerei hinzufahren, da habe ich mir überlegt, das ist mir dann auch zu aufwendig. Ich habe das ja mal gelernt,
Ich brauche eigentlich nur ein bisschen Übung, um dann so einfache Werkstücke wie das nächste jetzt schweißen zu können. Ein bisschen Übung und dann passt das schon. Ich finde auch diese Schweißnaht hier, die ich jetzt hier habe, die ich gemacht habe, die letzten, die sind mir eigentlich auch ganz gut gelungen und das sollte dann schon reichen. Ist vielleicht eine 3 oder so von 6. So, nächster Tag, neue Klamotten. Also wundert euch nicht, warum ich jetzt gerade anders aussehe. Was habe ich jetzt an diesem Halter noch zusätzlich rangebaut? Das ist die Halterung für das 4K-Schutzventil. Da habe ich einen Platz gefunden, wo das gut hinpasst. Ich habe das hier auch nochmal unterfüttert mit einem L-Profil-Winkel, damit das zusätzlich, ja, sag ich mal, vibrationsfester angebaut werden kann, der ganze Halter. So wie es ursprünglich angebaut war, fand ich es ein bisschen mager, muss ich ehrlich sagen. Also seht ihr diese beiden Schrauben hier? Da, ich muss mal das Fehlkreisschutzventil holen, dann zeige ich euch das. Das ganze Fehlkreisschutzventil hängt nur an diesen beiden Schrauben. Das ist die ursprüngliche Halterung hier. Die habe ich aber leicht angepasst, das war so ein Käfig. Und ursprünglich hing das Fehlkreisschutzventil einfach nur so darunter. Das sah mir ein bisschen zu wackelig aus, deswegen habe ich das umgebaut, sodass das Vierkreisschutzventil hier jetzt plan anliegt und direkt runtergebaut werden kann. Also so. Dass das, wenn es halt Vibration kriegt, ein bisschen nicht so doll hin und her schwingen kann. Gut, dann bauen wir das gute Stück mal ein. Okay, also ich glaube, ich habe einen ganz guten Weg gefunden für dieses Modell des 917, die Tankanlage, also die Druckluftanlage in das Fahrgestell reinzubringen. Es ist alles ziemlich eng, aber am Ende hat jedes Teil so seinen Platz gefunden und hat auch genug Platz, weil das ist schon wichtig. Also zum Beispiel hier, das ist das Druckregelventil, was direkt hinter dem Kompressor sitzt und den Druck in der Anlage regelt auf ungefähr, nicht ungefähr, ich meine 8 Bar sind das. Dann bläst es ab. Ich habe halt hier auch darauf geachtet, dass es gut sitzt, gut erreichbar sitzt. Also zum Beispiel jetzt die Leitung von dem Kompressor, die kommt hier an und wird eigentlich nur direkt hier reingeführt. Wird relativ einfach sein, das umzubauen. Und der Prüfanschluss für den Prüfer und auch für einen selbst, sage ich jetzt mal, dass der gut zugänglich ist. Man muss zwar jetzt mittlerweile dann halt drunter kriechen, das Fahrgestell. Vorher war es mehr oder weniger von außen zugänglich, aber das ist halt, naja, ein Nachteil hat man dann immer dabei. Ne? So. Aber letztendlich wichtig war halt, dass die Prüfanschlüsse gut zu erreichen sind. Von dem Druckregelventil geht das hier dann wieder raus in den Lufttrockner. Da sitzt jetzt hinten. Vom Lufttrockner geht dann das Ganze in den Eingang des Fehlkreisschutzventils. Und da muss ich dann das Ganze hier, diesen Blumenstrauß an Leitungen, nochmal anpassen. Also hier in dem Fall dann kürzen. Und interessant ist, wie das funktioniert. Ich kenne das ja von dem Renault so, dass es halt alles mit Schneidringverschraubung ist und da hat man ja auch das Gefühl, naja, Schneidringverschraubung ist dann auch sicher. Das wird halt alles schön verschraubt, ist alles fest. Dieses System, dieses FOS 230 System, das funktioniert so, dass die Kunststoffleitung hier, also das Tekalanrohr, auf so eine Tülle, wie man sie von Schläuchen oder Führschläuche kennt, draufgeklopft wird mit dem Hammer, ohne Scheiß. Und das hält dann, ist dann auch dicht. Also es geht nicht ab, auch bei 8 Bar Druck nicht und es lässt auch keine Luft.
Ist schon so eine Vertrauenssache irgendwie, aber es funktioniert. Es hat ja auch vorher funktioniert. Ich werde euch später zeigen, wie ich das mache. Das sind diese Voss 230 Elemente, von denen ich gesprochen hatte. Und das ist diese Tülle. Die kennt man ja wie alle anderen Schlauchtüllen auch, die man schon mal so benutzt hat. Und dieses Rohr, dieses Tekalan-Rohr, soll dann jetzt genau da drauf. Man sieht, ne, per Hand kriegt man das gar nicht rauf. Man muss das schon richtig einklopfen. Es gibt spezielle Zangen, die man dafür kaufen kann, damit man das festhalten kann, um das reinzuklopfen. Ich war dafür zu geizig und habe auch einen Tipp aus dem Forum, LN2-Forum, dass man sich sowas auch ganz einfach aus Holz bauen kann. Also habe ich mir einen Holzblock genommen, den einmal in der Mitte auseinandergesägt, entsprechendes Loch eingebohrt. Das ist eine 12er Leitung mit einem L5er Bohrer. Und dann kann man die Leitung hier schön einklemmen drin. Das kommt jetzt so ein bisschen alles lehrermäßig über, ne? Vielleicht kommt mir auch schon vor wie in so einem Lehrvideo. Aber ich denke, den einen oder anderen von euch hilft das irgendwie, weil, naja, dieses System wurde ja schon auch in anderen Fahrzeugen verbaut. Und jetzt habe ich das schon so vorgebogen, dass ich es kaum reinkriege hier. Ja, und ich denke, das hilft dem einen oder anderen. Vielleicht baut ihr auch gerade 917 aus oder um. Und dann ist es ja gut, wenn man sowas mal gesehen hat. Genau, das klemme ich jetzt hier in einem Schraubstock ein. So. Man benutzt dafür einen Kunststoffhammer oder so einen Gummihammer wie den hier. Geht. Genau. Also, so sieht's aus. Und mehr muss da nicht. Okay, das ist glaube ich der 5. Take. Das sind die beiden letzten Teile von dem Druckluftumbau. Und zwar einmal der Lufttrockner mit der Patrone und der Regenerationstank für den Lufttrockner. Es wird ein Take 6 geben. Es wird ein Take 6 geben, ja. Das sind die letzten beiden Teile vom Druckluftumbau. So langsam nähert sich das Ganze dem Ende. Ich glaube, ich bin da auch schon jetzt gefühlt 3 Wochen dabei. Ich dachte, ich kriege das in 3 Tagen durch. Ja, die waren untergebracht hinten an der Stoßstange. Ist denkbar ungünstig, weil die Stoßstange wird ja durch einen klappbaren Unterfassschutz ersetzt und dann hat das einfach keinen Platz mehr. Und ich brauchte jetzt irgendwie einen Platz, wo ich möglichst gut rankomme zu Wartungszwecken, weil die Patrone, ja, es wird angegeben, dass sie einmal pro Jahr getauscht werden soll. Im Rahmen war kein Platz mehr und hier ist halt noch Platz. Das hat er sich halt angeboten. Der Dieseltank, der geht ungefähr bis hier. Und das ist sowieso zu viel Platz dazwischen, deswegen muss ich hier noch einen Seitenunterfahrschutz, also eine Verlängerung irgendwie vorsehen. Und das hat sich halt angeboten, eben diese Teile hier dann zusätzlich hier reinzubauen, da komme ich gut ran, für ja, zukünftige Wartung. Ich habe mich dazu entschlossen, jetzt alle Dichtungen zu ersetzen von diesem System, weil mir zwischendurch aufgefallen ist, dass ein Dichtring davon, und zwar dieser hier, der sitzt sozusagen in dem Gegengehäuse drinne, um das hier so abzudichten. Das sitzt dann hier so drauf da drinne. Da ist mir aufgefallen, dass bei einigen der richtig spröde ist, also richtig hart. Wenn man den zusammendrückt, dann knuspert er richtig, während andere noch total flexibel sind. Und das ist natürlich der Hauptabdichtungsring. Das war mir dann zu heiß, dann habe ich mir gedacht, okay, ich ersetze dann halt alle mal. Vielleicht hört ihr das, ich halte es mal ins Mikrofon. Ne, das hört man nicht. Nee. Aber ja, der ist halt richtig, richtig brüchig. Und ich denke mal, das kommt einerseits irgendwie durch Hitze, ja, durch die heiße Luft vielleicht vom Kompressor, weiß ich nicht. Aber ich denke, hauptsächlich wird das eher durch Mineralöl kommen. Mineralöl hat so diesen Effekt auf Dichtung, dass die dann spröde werden und schneller altern. Naja, und ich habe hier den Kompressor repariert und der hat ja schon ordentlich Öl ins System gefördert. Deswegen, ja, also meine Empfehlung wäre, wenn man eh schon bei der Bremsanlage dabei ist, macht die Dichtung neu.
Wenn man die nicht gerade, ich sage es jetzt mal so, ich will ja keine Werbung machen für einen bestimmten Hersteller, wenn man jetzt nicht gerade in Deutschland kauft, dann kriegt man diese Dichtungssätze von Voss für 1,50 € statt für ein recht bekannter Lieferant für LKW-Ersatzteile in Deutschland, der auch Expeditionsmobile herstellt. Ich glaube, der hat da den Preis von 12 € stehen. Pro Stück. Pro Stück. Dann noch ein kleiner Lifehack für euch. Ich benutze einen Kabelbinder, einen kleinen dafür, um die O-Ringe hier über diese Nuten rüber zu kriegen und das nicht jedes Mal mit dem Schraubendreher mal wieder rauszupulen. Das vereinfacht das Ganze, weil du musst halt jedes Mal über eine Nut rüber, gerade jetzt den roten kleinen Ring, den musst du über 2 weitere Nuten rüberbringen. Und ja, es ist halt ein bisschen Fummelarbeit, aber mit dem Kabelbinder macht das eigentlich sehr einfach. Von diesen Dichtungssätzen insgesamt tausche ich würde sagen, roundabout 40 Stück aus. Also es sind schon ein paar, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber es sind doch sehr viele Anschlussstücke hier. Und wenn ihr die einsetzt, ich mache da immer ein bisschen Fett noch dran. Es gibt von Wabco für, ja im Prinzip ist das halt so für Ventile, ein spezielles Fett halt, was genau für solche Bremsteile, Bremsdruckluftteile geeignet ist. Immer ein ganz hauchdünn, ein kleines bisschen Schmatze dran, weil das hier soll sich ja letztendlich auch bewegen können. Ne? So, und da rutschen dann halt die Dichtungen auch viel besser rein und ja, im Grunde genommen droht dann nicht, dass die Dichtung sich dann irgendwie wieder rausarbeitet. Alles ist jetzt zusammengebaut und natürlich muss ich die Bremsanlage testen. Ich kann natürlich noch so sorgfältig sein mit allen Markierungen. Irgendein Fehler kann sich trotzdem irgendwie einschleichen und ich zeige euch jetzt, an welchen Punkten man dann testen kann, ob die Anlage dann auch so richtig funktioniert, wie sie funktionieren soll. Die meisten Feuerwehren, wenn nicht sogar alle, haben ja irgendwie eine externe Druckluftbetankung. Das heißt, sie sind irgendwie an der Druckluftanlage dann vom Feuerwehrhaus irgendwie angeschlossen, dass sie sofort starten können und das hat unser natürlich auch. Und das habe ich auch drin gelassen, finde ich ganz praktisch. Das ist das Teil hier. Im Prinzip sitzt das vor dem Überdruckventil oder Druckregelventil, so heißt das ja, sodass es im Prinzip genauso funktioniert, als würde jetzt die Druckluft vom Kompressor vom Motor kommen. Ja, das ist die Leitung hier. Und anschließend tue ich das hier vorne. Also das Erste, was man natürlich machen kann, ist zu gucken, ob entsprechend Druck aufgebaut wird auf beiden Kreisen. Das können wir hier einmal sehen auch. Bei unserem Fahrzeug ist das zum Glück alles pneumatisch. Ja, so, jetzt könnt ihr das sehen. Ist kurz vor 8 bar. Jetzt geht es darum, erstmal zu identifizieren, also einen Kreis zu identifizieren, ob der richtig angeschlossen ist. Dafür müssen wir den anderen Kreis ablassen, also da komplett die Druckluft ablassen. Was gleichzeitig dann auch zeigt, ob das Vierkreisschutzventil entsprechend richtig funktioniert und den Druck des anderen Kreises schützt. So, ich habe mir vorgenommen, dass ich den vorderen Kreis testen will. Und bei Mercedes ist es so, ich weiß nicht, ob das bei diesem Mercedes ist es so, ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, bei den anderen Fahrzeugen, dass Kreis 2 die vordere Bremse ist und Kreis 1 die hintere Bremse. So, und ich will jetzt sozusagen Kreis 1 leer machen, also die hintere Bremse und die vordere Bremse testen. Genau. Das heißt, ich mache den jetzt hier leer. Und dann kann man sich jetzt die einzelnen Bremskreise vornehmen und gucken, ob dann entsprechend der Druck auch ankommt, da wo er ankommen soll, wenn man aufs Bremspedal latscht. Dafür habe ich jetzt hier im Prinzip einen kleinen Druckminderer mit Manometer und einen kleinen Schlauch mit Prüfanschluss. Und im Grunde genommen ist es bei dem Fahrzeug so, und das wird bei euren Fahrzeugen wahrscheinlich auch so sein, dass im Prinzip an jeder Stelle, die halt irgendwie wichtig ist, an der Bremsanlage irgendwo auch ein Prüfanschluss ist. Und so ist es auch hier. Das erste, was man jetzt prüfen kann, ist zum Beispiel hier der vordere linke Bremszylinder, da ist ein Prüfanschluss dran, habe ich jetzt angeschlossen und man kann auf dem Manometer sehen, da ist kein Druck drauf. Das heißt, das passt schon mal, es soll ja erst Druck drauf kommen, wenn ich aufs Bremspedal gehe. Das mache ich jetzt mal. Ich drücke jetzt mal aufs Bremspedal. Alles klar, ist also richtig angeschlossen. Zumindest kommt da Druck an.
So, jetzt muss ich natürlich gucken, ob entsprechend das auch so funktioniert hat, dass ein Kreis halt geschützt wurde, der andere Kreis leer ist. Das kann man nicht natürlich vorne an den Manometern machen, am Cockpit. Aber es gibt auch am Vierkreisschlussventil entsprechend zwei Prüfanschlüsse. Einmal für Kreis 2, da bin ich jetzt gerade dran. Hier kann man sehen, es ist Druck drauf. Das ist der Prüfanschluss für Kreis 1, also für den hinteren Bremskreis. Wenn ich da erst drauf drücke, kommt keine Luft raus, ist also leer, also passt. Gut. Damit haben wir das schon mal. Und jetzt prüfen wir entsprechend, ob die Bremsen dann auch richtig angesteuert werden. Für den hinteren Bremskreis macht man das dann genauso, jeweils die eine und dann die andere Seite. Muss ich jetzt glaube ich nicht nochmal fortführen. Ich zeige euch nur mal, wo das jetzt hier an der Hinterachse ist. Und zwar haben wir hier das für den linken Bremszylinder, also in Fahrtrichtung rechts sozusagen, also hier von mir aus links. Und das hier ist der für die andere Seite. Und der dritte ist im Prinzip für die Feststellbremse. Und hier testet man dann, wenn der Hebel in Fahrtrichtung eingelegt wird, ob dann Druck drauf ist. Das heißt, dass die Bremsen frei sind. Im Moment ist die Feststellbremse fest, das heißt, es ist kein Druck drauf und das ist auch richtig so. Kann man natürlich auch vorher erstmal prüfen, ist hier die Feststellbremse nicht irgendwie betätigt, ungewollt. Und dann legt man sie ein, das mache ich mal eben, dann könnt ihr das sehen. Damit sind jetzt alle Bremskreise überprüft. Die Bremse ist richtig angeschlossen. Ich bin somit damit fertig. Das Einzige ist dann halt jetzt nochmal nach Undichtigkeiten zu gucken. Das habe ich natürlich auch schon gemacht. Dafür reicht halt ganz normales Spüliwasser. Insgesamt habe ich 4 Undichtigkeiten gefunden. Und das waren im Grunde genommen nur die Verschraubungen, also da wo Schneidringverschraubungen sind oder Augenschrauben mit Kupferringen, Kupferdichtringen. Ist jetzt keine Gewalt, aber was ich halt total genial finde, ist, also alle Voss 230 Dichtungen, die ich auch neu gemacht habe, da ist nicht eine undicht. Also wirklich beim ersten Mal haut das hin, das ist im Prinzip ein super geiles System. Ich bin da mega begeistert davon. Also was ich euch für unterwegs auf jeden Fall ans Herz legen würde, ist eben das hier, dieses Teil. Das ist halt ein kleiner Druckminderer. Der geht ungefähr bis, warte mal, lass mich mal gucken. Ich meine, ja, bis 12 Bar geht der, also ausreichend. Hat eine weibliche Druckluftkupplung und eine männliche Druckluftkupplung und entsprechend dann nochmal einen Prüfschlauch, einen fertigen, der auch eine weibliche Druckluftkupplung und entsprechend den Anschluss für Prüfanschlüsse. Damit könnt ihr dann eure Diagnosen unterwegs auch, also von unterwegs auch machen, falls ihr mal Probleme habt mit der Bremse. Ist auch übrigens in unserem Amazon-Shop verfügbar. Es ist fertig, ich habe es endlich geschafft. 4 Wochen hat es knapp gedauert, die Druckluftanlage umzubauen. Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Am Ende muss ich sagen, wenn man sich so dran hält, alles wirklich zu beschriften, dann ist es am Ende auch irgendwie einfach. Also einfach, ne? Es ist immer noch viel Gefriemel dazwischen. Das, was mich richtig graue Haare gekostet hat, war dieses Gestell hier bauen für den Lufttrockner. Aber jetzt so am Ende, wenn ich das so sehe, ist es auch gut geworden. Also irgendwie hat sich die Ausbildung vor 30 Jahren dann doch ausgezahlt, auf irgendeine Art und Weise. Was ich noch zusätzlich eingebaut habe, ist die Druckluftentnahme für Reifenbefüllung. Ich weiß noch nicht, ob ich das mit Fertigstellung des Fahrzeuges wirklich schaffen werde, noch eine Reifenbefüllanlage oder Reifendruckregelanlage irgendwie einzubauen. Aber ich wollte zumindest die Möglichkeit haben, dass wir die Reifen wieder aufpumpen können. Und ich habe hier extra jetzt noch einen Anschluss eingebaut, der in dem Kreis 4 liegt und dort die Druckluft entnimmt. Alles in allem habe ich 40 Dichtungen ausgetauscht, also mal so als Hausnummer für alle, die jetzt ein ähnliches System haben. Ich würde sagen, ein Drittel davon waren definitiv notwendig auszutauschen, da waren die Dichtungen alle brüchig. So. Gut, was kommt als nächstes dran? Auf jeden Fall die Tanks, der Tankumbau, also nicht Druckluft, sondern Dieseltankumbau, Staukisten und dann daraus den Batteriekasten machen. Dann ist das Fahrzeug eigentlich, achso ja, und Heckleuchten für die Überführung. Dann ist das Fahrzeug soweit fertig, theoretisch. Vom Aufbau her, dass es abnahmefähig wäre, um dann auch eine Ummeldung zu machen von der Feuerwehr zu einem LKW. Aber das ganze Fahrgestell muss ja noch überarbeitet werden. Das heißt, und das ist wirklich echt so dieser Elefantenfuß, ich weiß nicht, ob man das so sagt, aber Pferdefuß, glaube ich. Ne? Ich muss alles wieder abbauen. Das heißt, das Ganze habe ich hier jetzt gemacht, damit ich die Teile überhaupt erstmal bauen kann. Die sind ja alle noch im Rohzustand und müssen noch irgendwie entweder verzinkt oder lackiert werden. Also muss ich sie wieder abbauen. Ja, geht halt leider nicht anders. Es ist halt nun mal so, wie ich baue, ist halt immer Stück für Stück.
und nicht vorkonstruiert, wie halt größere Firmen das machen. So geht man halt als, sage ich mal, Hobbyhandwerker nun mal auch daran und es führt ja auch zum Ziel, es ist halt nur sehr aufwendig. Ne? So. Das wird euch auf jeden Fall in den nächsten Videos erwarten. Bleibt also dran. Schön, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Haut kräftig in die Tasten. Freut uns immer von euch zu hören und dann sehen wir uns im nächsten Video.